Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Haftstrafe der Linksterroristin Lina E. bestätigt. Gemeinsam mit anderen hatte sie mutmaßliche rechtsextreme Personen mit Hammern angegriffen und teils lebensbedrohlich verletzt. Das Oberlandesgericht Dresden verurteilte sie im Jahre 2023 als Drahtzieherin der linksextremen Hammerbande zu 5 Jahren und 3 Monaten Haft. Ihre Verteidiger waren aufgrund unzureichender Beweise in Revision gegangen. Allerdings ist der Vollzug der Strafe wegen einer Rheumaerkrankung von Lina E. ausgesetzt. Jetzt hat der Bundesgerichtshof das Urteil für rechtskräftig erklärt. Und wir blicken zu Lutz Stortl in Leipzig. Lutz, welche Auswirkungen könnte dieses Urteil jetzt haben? Lina E. ist ja eine bekannte Verbrecherin, möchte ich jetzt sagen. Die ist ja verurteilt in der Szene. Ja, also erstmal ist es so, dass ihr nun tatsächlich noch Haftantritt droht. Sie ist verurteilt zu 5 Jahren, 3 Monaten. Da wird die U-Haft, die sich auf 3 Jahre zog, mit angerechnet. Wenn man dann noch einen Rabatt gibt und sagt, bei guter Führung 1/3 der Strafe erlassen. Also da könnte etwa 1 Jahr noch tatsächliche Haft bleiben. Das wird im Moment noch geklärt, hat auch ihr Anwalt gesagt. Da ist man jetzt noch in der Abstimmung. Ja, und dann muss man schauen, die linksradikale Szene hat ja schon bei der Erstverurteilung, bei der erstinstanzlichen gesagt, für jedes Jahr Haft 1 Million Sachschaden. Da gab es dann verbotene Demonstrationen, die nicht zu diesen Sachschäden geführt haben. Aber es bleibt natürlich ein Zeichen in die Szene, dass man also gesagt hat, auch das BGH heute, was hier passiert ist, das ist Selbstjustiz mit brutalsten Methoden, was allerdings vom Gericht nicht bestätigt werden konnte, dass sie tatsächlich die Redelsführerin dieser Gruppierung war. Da ist am Ende selbst die Staatsanwaltschaft davon abgewichen und hat gesagt, dass man kommt in diese inneren Strukturen einer so abgeschlossenen Gruppe nicht hinein, um das wirklich beweisen zu können. Lutz, du beschreibst diese Szene ja sehr eindrücklich. Warum gibt es denn gerade im Stadtteil Connewitz so viel Sympathie für die Taten der Gruppe und eben auch für Lina E.? Da sieht man ja ganz eindeutig, dass es da bestimmte Orte gibt, wo die Sympathien größer sind als an anderen Orten. Ja, das hängt sicherlich mit der Verwurzelung hier in diesem Stadtteil in Connewitz zusammen. Und wenn man darüber reden will, dann muss man eigentlich sogar an die Wendezeit zurückgehen, 89, 90, als hier völlig heruntergekommene Häuser besetzt wurden, als man von Teilen der linken Szene damals ein Machtvakuum ausfüllte, weil auch die Rechten versuchten, diesen Stadtteil zu okkupieren. Die Polizei war damals nicht präsent, die hatte mit anderen Dingen zu tun. Und damals haben die Linken halt dafür gesorgt, dass sich diese Neonazis hier nicht ausbreiten konnten. Und das hat man weitergetragen. Es sind Linke aus ganz Deutschland auch hierher gezogen. Und es gibt eben so einen harten Kern in einem sicher sehr grünen und linken Stadtviertel hier, der dann immer wieder auf die Straße geht. Und bei vielen schwingt dann trotzdem so etwas wie Sympathie noch mit, dass man sagt, naja, also die gehen auf Neonazis zu. Das ist Körperverletzung, das sind schwere Körperverletzungen, das sind Straftaten, aber es sind Neonazis. Und dieses Abweichen von der Norm, dass man also nicht sagt, das ist im Prinzip schon nah dran am Terrorismus. Das ist bei vielen Leuten drin, aber das ist auch nicht der ganze Stadtbezirk. Also hier wohnen auch ganz normale Leute, hier gibt es auch Einfamilienhäuser etc. Aber das hat sich fortgepflanzt. Und man muss nun wirklich abwarten. Die ganzen Prozesse sind noch am Laufen. Die Hammerbande, die in Budapest ja vor 2 Jahren auf Demonstranten, auf Nazis eingeschlagen hat und in deren Umfeld ja Lina mit verortet wird, da haben sich Mitglieder jetzt im Januar gestellt. Da warten weitere Prozesse und die Ungarn wollen, dass die Prozesse in Budapest durchgeführt werden. Die Angeklagten wollen hier verurteilt werden, weil man sagt, in Budapest herrscht nichts, was mit unserer Rechtsstaatlichkeit zu vergleichen wäre. Muss man abwarten, also ob die Leute wieder auf die Straße gehen, wie es hier weitergeht. Also das ganze Thema wird uns wirklich noch lange beschäftigen. Und ob das Ganze nun in die Szene hinein ein Warnschuss ist, um zu sagen, also was wir hier treiben mit Körperverletzung, das geht eben gar nicht. Das muss man wirklich abwarten. Lutz, danke dir für deine Berichterstattung von vor Ort.